An einem sonnigen Nachmittag beschlossen Melissa und Mark, einkaufen zu gehen, eine Routineaufgabe, die sie schon unzählige Male zuvor erledigt hatten. Sie winkten ihren Hunden, Jessie und Chucky, zum Abschied, die ihnen mit wedelnden Schwänzen und vertrauensvollen Augen zusahen, als sie abreisten. Sie ahnten nicht, dass dieser gewöhnliche Tag bald zu einer herzzerreißenden Prüfung für die Freundschaft ihrer Hunde werden würde. Während das Paar im belebten Einkaufszentrum einkaufte, verging die Zeit und sie verloren den Überblick über die Stunden. Erst als sie nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie, dass etwas nicht stimmte. Ihr normalerweise fröhlicher Chucky war nass, zitterte und war aufgeregt, sein Fell war verfilzt und tropfte mit Wasser. Alarmglocken schrillten in Melissas Kopf. Etwas Schreckliches musste passiert sein. Sie eilten hinein und beschlossen, bevor sie etwas anderes taten, die Sicherheitskameraaufnahmen zu überprüfen, die jeden Winkel ihres Grundstücks festhielten. Die Bilder, die über den Bildschirm flackerten, versetzten sie in absolute Schockstarre. Es war offensichtlich, dass der kleine Chucky versehentlich in den Pool gestolpert war. In Panik geraten, strampelte er wild umher, versuchte verzweifelt, über Wasser zu bleiben. Doch was folgte, war wirklich herzzerreißend. Jessie, ihr anderer Hund, hatte die Not ihres Freundes gespürt und lief zum Pool. Ihr Gebell war verzweifelt, und sie sauste hin und her um den Poolrand, ihre Augen waren voller Sorge. Jessie wusste, dass Chucky Hilfe brauchte, und sie war entschlossen, ihn zu retten. Sie tauchte ihre Nase ins Wasser, um ihn zum Rand des Pools zu drängen. Sie bellte lauter und dringender, ihre hektischen Bewegungen spiegelten ihre Angst um das Leben ihres Freundes wider. Die Zeit verging, und die Spannung im Wohnzimmer von Melissa und Mark war greifbar. Chucky, der 13 Jahre alt war, hatte zu lange im Wasser verbracht. Jede werkehände Sekunde brach ihre Herzen ein wenig mehr. Schließlich, in einem Moment purer Entschlossenheit und Liebe, schaffte es Jessie. Sie packte Chuckys Halsband mit ihren Zähnen. Mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, zog sie ihn zum Rand des Pools. Es war eine monumentale Anstrengung, aber sie weigerte sich aufzugeben. Zentimeter für Zentimeter zog sie ihren kämpfenden Freund näher zur Sicherheit. Und dann, mit einem letzten, mächtigen Ruck, gelang es Jessie. Chucky konnte aus dem Pool klettern und sich auf die Seite retten, sein zitternder Körper klammerte sich an den Beton. Jessie umkreiste ihn, ihr Schwanz wedelte wie verrückt, als sie ihren erschütterten Freund mit Schnüffeln und Lecken beruhigte.